Wir befinden uns seit Anfang Jänner jetzt schon in Sardinien, in Cagliari. Wir sind hier auf Einladung von den Italienern. Wir trainieren mit dem italienischen Nationalteam, weil die Italiener gehören zu den stärksten Nationen auf der Welt. Die haben hier 3 Teams, 2 davon waren Weltmeister in den letzten 3 Jahren. Vor, glaube ich, 4 Jahren habe ich begonnen, mit Tom zu segeln. Bin ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen worden, vom Jugendsport in den Profisport. Es war so ein schneller Start. Ich glaube, es war nicht einfach, von 0 auf 100 zu starten. Bei den Italienern ist noch nicht entschieden, wer zu den Olympischen Spielen fährt. Das heißt, sie pushen sich extrem, sie arbeiten auf einem sehr hohen Niveau. Hinzu kommt, dass wir auch mit den Argentiniern und mit den Engländern hier trainieren werden. Das heißt, wir sind insgesamt sicher eines der stärksten Trainingsgruppen, die es weltweit momentan gibt. Es ist oft so, dass wir neben der harten Arbeit oft den Luxus haben, dass wir an relativ schönen Orten sind. Und wenn da gerade freie Sicht nach Osten oder nach Westen ist es natürlich immer schön, am Abend den Sonnenuntergang anzuschauen oder in der Früh den Sonnenaufgang. Ich bin die Fanny, ich bin Sportwissenschaftlerin und ich mache das kognitive Training. Das ist eine koordinative Übung und im Prinzip geht es darum, Handgriffe am Boot zu erleichtern und im Endeffekt koordinative Aufgaben am Boot besser lösen zu können. Trainingstag schaut bei uns so aus, dass wir bei Sonnenaufgang circa aufstehen. Wir haben physisches Training in der Früh, haben koordinative Sachen, wir haben Debriefs. Wir schauen, dass wir meistens je nach Wettervorhersage um die Mittagszeit aufs Wasser gehen. Bevor es jetzt noch aufs Wasser geht, schauen wir zu unserem Trainer Angelo und besprechen, wie der Plan heute ist. Yeah, I think it's pretty for racing. I think it's pretty strong, but we can give it a try. I think for racing it's pretty strong, but we can give it a try. Yeah. Or we do one more straight line. We skip the race. It is dangerous. Yeah. The Italian with the jeep, the boat almost capsized. Der Angelo fährt jetzt raus und checkt einmal die Bedingungen, ob es zu viel ist oder nicht. Es ist auf jeden Fall sehr böig und sehr windig, aber wäre cool auf alle Fälle, wenn man ein Training auch bei diesen Überlebensbedingungen zusammenbringt. When we send them out, the wind was sailable, was 15 to 20, 22. I mean, we decide to don't go too far. So as soon as the wind arrived, we were ready to go in. Mit Flachwasser ist es ziemlich cool. Das Boot wird wahnsinnig schnell. Vor allem auf der Vorwind hat man hin und wieder das Gefühl, jetzt ja keinen Schritt falsch machen, weil sonst haut es uns auf. Aber ich habe die Session sehr genossen. Wir haben zwar ein bisschen was kaputt gemacht, aber wir haben es überlebt. Die Bedingungen waren recht hart. Überlebensbedingungen nennen wir sowas. Überlebensbedingungen sind, wenn sehr viel Wind ist, vielleicht kommt eine hohe Welle dazu und wenn es uns oft auf die Go haut.
Well, no, yesterday was in the forecast to have this strong wind, so we were already prepared a little bit to this strong wind. And then the wind was coming, slowly picking up, and the maximum gust we measured yesterday was this 32. And few boats already capsized, Tom included. Tommy also capsized. So, but when this maximum gust of yesterday arrived, he was riding a wave and he was very happy, smiling, but I don't think that he was so light, because the risk that there is sailing in 32 knots with this gust that suddenly arrive from maybe 2022 is the risk, is always there. So, but was good. He did his job. Ich glaube, wenn ich nicht bei den Olympischen Spielen ganz oben stehen wollen würde, dann würden wir uns das alles auch nicht antun, das ganze Jahr zu trainieren, die ganzen Wettkämpfe zu bestreiten, versuchen, das Finanzielle auf die Beine zu stellen. Also da ist schon ein großer Wille dahinter, auch Erfolg zu haben, also ein großer Erfolgshunger dahinter, um überhaupt so ein Leben führen zu können, glaube ich. Viele Leute sind vielleicht neidisch, dass ich so viel unterwegs bin und so viele schöne Orte sehe. Aber es gibt halt auch eine andere Seite. Man sieht nur von außen das Schöne und das viele Reisen. Aber im Endeffekt ist man fast nie zu Hause. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich heimkomme für eine Woche einmal und meine Familie, meine Freunde sehen kann, weil sonst bin ich immer unterwegs. Also because we arrive from this bronze experience, you cannot dream lower. If we have already this bronze in the pocket, if we have to dream, for sure we have to dream higher. But this is, everyone is dreaming higher. I say already that there are 7, 8 crew with the potential to catch an Olympic Games. Unfortunately, the steps on the podium are only 3. We need a bit more. With 7 or 8 steps, it will be easier. So it's a very hard dream, but for us, I think that is normal to. We cannot dream again the bronze. It's a dream. Ein gewisser Druck ist schon da, aber ich habe das von Anfang an gewusst, dass das Ziel ein großes Ziel ist. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und es gibt auch ein bisschen einen Ansporn, wo man eigentlich hin will, um härter zu trainieren, alles rauszuholen, um bestens dafür vorbereitet zu sein. Du willst wissen, wie es weitergeht? Dann abonniere Candidate Sailing und verpasst keine Episode. Bis bald!